sein, wenn so viele Interessierte und Fans hier ins Haus strömen. Und zu dem allein möchte ich dem Künstler Henri Kalama schon sehr herzlich gratulieren. Natürlich auch zu dem, was ausgestellt ist, und ich darf einige Worte vielleicht zuerst zum Künstler und dann auch zu den Werken sagen. Henri Kalama, es ist schon erwähnt, im Kongo geboren, 1973, hat von 96 bis 99 im Kongo studiert an der Akademie des beaux-arts, der schönen Künste sozusagen, die Malerei studiert, ist dann von 2001 bis 2007 zu einem langdauernden Studium nach China gegangen, nach Hangzhou, und hat dort sozusagen seine Studien weitergeführt, vollendet, wobei man bei einem Künstler ja nie sagen kann, wenn er vollendet ist. Er gehört zur jüngeren Generation der kongolesischen Malerei, und es ist der zweite Maler dieses Abends heute schon erwähnt worden. Lema ist sozusagen eine Generation früher anzusiedeln. Aber bleiben wir zuerst bei Henri Kalama. Er ist inzwischen aufgestiegen zum Institutsvorstand in der Universität, in der er selbst studiert hat. Seine Kunst, wie Sie ja sicherlich schon gesehen haben, draußen ist eine gegenstandlose, ist eine durch und durch abstrakte, aber natürlich nicht eine inhaltslose. Worum geht es ihm? Er möchte das ansprechen, was mit Worten sehr schwer auszudrücken ist. Er möchte sozusagen die kosmischen Vibrationen, die kosmischen Schwingungen, die es überall zu erahnen oder zu erspüren gibt, mit seinen Mitteln, das sind die Farben, auf die Leinwand bringen. Das, was die Kunst, die musikalische Kunst, die Musik eigentlich für jeden kann, nämlich Gefühle, Bilder, Fantasien auszulösen, und zwar international oder universell, ohne irgendwelche nationalen oder Herkunftsgrenzen. Das versucht er mit seiner Malerei darzustellen. Die kosmischen Vibrationen, das ist sozusagen seine große Leidenschaft geworden, und er hat mir selbst gesagt, er denkt nur mehr in Bildern, er malt sozusagen den ganzen Tag, er denkt immer über die Bilder nach. Sein Leben ist sozusagen ein Rausch in Arbeit und in Bildern geworden. Die Farbe, und das war eine meiner Fragen an ihn, ob das typisch afrikanisch ist, ob er sich sozusagen als afrikanischer Künstler versteht, und das hat er ganz schnell verneint. Er hat gemeint, es gibt, wenn jemand sich der Kunst verschrieben hat und tief in die Kunst eintaucht, gibt es keine Nationalitäten mehr. Wer würde sagen, Schiele oder Klimt seien die österreichischen Künstler oder machen österreichische Kunst? Das ist universell, das ist international, das ist darüber hinaus, wie eben auch die Sprache der Musik über jede Grenze hinaus verständlich ist. Und genau um diesen Aspekt geht es ihm. Natürlich ist die Formensprache und die Farbensprache von der Herkunft geprägt, und seine Herkunft ist der Süden. Um genau zu sein, sind die Tropen, denn sein Heimatland liegt ja mitten in den Tropen, und dort sind die Farben natürlich ganz etwas anderes als die nordischen Farben. Dort leuchtende Farben, dort sind sie warm und weich, und mit diesen Mitteln, die haben ihn in seiner Jugend geprägt, die hat er sozusagen mitgenommen, und das ist das einzige Afrikanische, was an ihm geblieben ist. Denn seine Studien in China haben ihn mit einer ganz anderen Kultur und Kunst in Berührung gebracht, und fast, so hat er gemeint, hat ihm das seine Farbigkeit gekostet. Dort wird sehr viel in Tusche gemacht, dort wird sehr viel auch grafisch gearbeitet, und er war immerhin sehr lange dort, und das letzte Mal, als er hier in Leonding in der Raiffeisenbank ausgestellt hat, 2006, hat man diesen Einfluss der asiatischen Kunst auf einen Maler, der seine Herkunft in Afrika sieht, noch deutlich sehen können. Inzwischen, hat er gesagt, hat er diese Farben wieder zurückgewonnen, er ist wieder eingestiegen sozusagen
in sein Herkunftsland, in seine Herkunftsprägung und bringt diese Farben wiederum als innere Befindlichkeiten, als innere Stimmungen auf die Leinwand. Er verwendet allerdings auch nach wie vor, und das dürfte so ein Relikt aus seiner chinesischen Studienzeit sein, die Farbe Schwarz. Schwarz gilt ja für viele, vor allem für die Physiker, nicht als Farbe, denn Schwarz gibt ja keine Farbe zurück. Für ihn, sagt er, ist es natürlich schon eine Farbe. Schwarz hat einen Symbolcharakter und Schwarz muss genauso eine Chance haben, wie jede andere Farbe auch aufs Papier gebracht zu werden. Daher finden Sie unter seinen Arbeiten auch sehr viele in dunkel oder gar in schwarz gehaltenen Darstellungen. Wenn Sie sich in seine Bilder, in seine Gemälde vertiefen, werden Sie merken, dass viele dieser Gemälde von Fläche dominiert sind. Es ist eine große Fläche da, die sich dann irgendwo zu verdichten beginnt, irgendwo in seiner eigenen Diktion, in seiner eigenen malerischen Sprache sich in Splitter, in kleinen Trinkeln, Kreisen ausdrückt. Und dort wird das Bild dann durchaus auch spitz, manchmal vielleicht sogar unangenehm, als wäre dort ja was Gefährliches dahinter. Wenn man die Geschichte seines Landes kennt, kann man sich durchaus vorstellen, dass die eine oder andere kriegerische Situation, die er miterlebt oder mitgehört hat, hier ihren Weg nach außen gefunden hat. Und immerhin gibt es auch Bildtitel bei ihm, die heißen Richtung Sieg oder Frontlinie oder Wind der Veränderung. Und manchmal, wenn man sich so in ein Bild hinein vertieft, hat man den Eindruck, das ist eine Reiterschar oder eine Ritterschar, die mit Lanzen und Speeren hier dasteht oder wo ein ziemliches Gewühl oder möglicherweise sogar ein Getümmel im Gange ist. Könnte man meinen, dass das zu assoziieren ist. Und damit finde ich vielleicht ein paar Worte zu diesem Land, aus dem Henri Kalama und auch der zweite Maler kommt. Der Kongo, 2,3 Millionen Quadratkilometer groß, können wir uns kaum vorstellen, das ist in etwa 7-mal Deutschland. Das ist in etwa 80-mal Belgien. Ich nenne Belgien deswegen, weil ja Belgien lange Zeit die Kolonialherrschaft über dieses Land war. 70 Millionen Einwohner, das ist vergleichsweise natürlich sehr wenig aufgeteilt in ca. 200 verschiedene Volksgruppen. Das Land Kongo ist lange in belgischer und französischer Herrschaft gewesen und kam erst 1960 frei, daher jetzt die 50 Jahre, hat allerdings dann auch lange unter einem Diktator geblutet, würde man heute sagen, Mobutu. Dieses Regime war 97 zu Ende. Der Bürgerkrieg aber noch lange nicht. Die Geschichtsdaten sprechen davon, dass das Land erst 2002 zumindest offiziell befriedet wurde, dass an den Rändern und irgendwo in diesem riesigen Land noch immer Scharmützel und Bürgerkriege wüten, glaube ich, ist bekannt. Damit finde ich einige Worte zum zweiten Maler, Nemakusa, wie schon erwähnt, eine Generation älter als Henri Kalama. Er war Professor an derselben Universität, an der heute Herr Kalama Institutsvorstand ist und war dann auch der Direktor dort, obwohl die beiden sich nie als Lehrer oder Schüler oder Student begegnet sind, sondern eigentlich nur als Maler und heute sind sie große Freunde. Meister Nemakusa nennt er ihn, wenn man mit ihm spricht, nämlich Henri Kalama. Also mit Nemakusa handelt es sich ganz offensichtlich um einen ganz großen Maler seines Landes. Er ist sozusagen ein klassischer afrikanischer Maler, der versucht hat, auch unter dem Diktator Mobutu eine kongolesische Kunst zu entwickeln. Wie sehr oft in diktatorischen Regimen der Fall ist, dass man auch die Kunst sozusagen in eine bestimmte Richtung bringen möchte, so war es auch zu der Zeit so,
dass die Absicht bestanden hat, so eine nationale Kunst zu schaffen, und Leonding ist einer dieser Vertreter davon. Ganz anders wie Henri Kalama befleißigt er sich einer sehr strengen Formensprache, einer sehr statischen Formensprache. Ich würde fast sagen, er konstruiert seine Bilder wie Architektur. Oder wir könnten auch manches als Kirchenfenster denken bei uns, denn die Farbigkeit, das Strahlen der Farben ist auch in seinen Werken immer ganz deutlich zu erkennen, und das ist sozusagen was die beiden vereint. Der ältere, der klassischere, strengere, archaische, aber mit annähernd ähnlichen Farben wie der jüngere, der spritzigere, der vielleicht mutigere, der universellere und auch der Weltbürger Henri Kalama, denn man kann ja sagen, so wie man seine Ausstellungsadressen liest, das, was er schon hinter sich hat und das, was er noch vor sich hat, zum Beispiel im heurigen Jahr lese ich hier, hat er noch die USA mit Miami mit einer Ausstellung vor sich, und dann im Jahr 2011 Südafrika, Johannesburg, Ausstellungen in ganz Europa, in China, in den USA sind auf dieser sehr langen Liste, die Ihnen ja auch aufliegt, die möchte ich jetzt gar nicht vortragen. Dann haben wir es nicht mehr mit einem Afrikaner zu tun, sondern mit einem Weltbürger, der eines im Sinn hat, nämlich die kosmischen Schwingungen, die es auf dieser Welt gibt und die sehr positiv sein können, in sich aufzunehmen, künstlerisch zu verarbeiten und in seiner Malerei uns und Ihnen darzustellen. Sie können natürlich auch eines oder mehrere dieser Werke erwerben. Das dient dann, wenn Sie das tun, auch einem sehr positiven sozialen Zweck, denn es gibt in Kinshasa, in der Hauptstadt, eine Schwester, die Schwester Hildegard von Don Bosco, die betreut eine Schule für, in unserer Sprache würden wir sagen, gestrandete oder irgendwo an den Strand gespülte Kinder, und sie versucht diesen Kindern wieder eine Ausbildung, eine Berufsausbildung, einen Weg zurück sozusagen in die kongolesische Gesellschaft zu geben, und die Hälfte des Erlöses dieses heutigen Abends bzw. der gesamten Ausstellung wird an diese Schwester Hildegard gehen. Also Sie sehen, in dem Fall können wir durchaus sagen, Afrikaner helfen Afrikanern, und wir in Leonding können einen kleinen Beitrag dazu leisten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich von den Bildern, die hier hängen, so verzaubern lassen, wie der Künstler sich das vorgestellt hat, dass es Ihnen gelingt, in diese Bilderwelt auch einzudringen, dass Sie Gefallen daran finden, und ich denke, nachdem Herr Kalama schon so eine nahe Leondinger Beziehung hat, wir werden ihn sicher in einigen Jahren wieder bei uns sehen, und wir werden sehen, welche Schritte er bis dorthin wieder gemacht hat. Und eines hat er auch ganz klar und deutlich gesagt: Ein Künstler kann niemals stehen bleiben. Ein Künstler geht immer weiter. Dann schauen die Werke halt durchaus auch wieder anders aus. Er findet sozusagen neue Wege und neue Dimensionen. Die Dimensionen, in denen Henri Kalama bisher eingedrungen sind, sind jetzt schon sehr große. Ich danke für die Ausstellung, ich danke fürs Dasein und Ihnen fürs Zuhören und dass Sie dann noch eine Zeit lang dabei sind. Dankeschön.